Mitten an einem heißen Nachmittag tauchte plötzlich ein Stück Treibholz auf dem Fluss auf. Darauf klammerte sich ein kleines Opossum fest, als wäre es seine letzte Hoffnung. Das arme Tier rutschte aus und fiel ins Wasser, konnte sich aber glücklicherweise an einem Baumstamm festhalten und dem Ertrinken entgehen. Es war jedoch immer noch in Gefahr, da es nicht ans Ufer klettern konnte und sich vom Wasser davontragen lassen musste. Das grelle Sonnenlicht trocknete sein nasses Fell Stück für Stück, erschöpfte aber auch allmählich seinen Körper. Den ganzen Tag lang hatte das Tier nichts zu fressen, seine Augen wurden trüb, sein Körper zitterte vor Hunger und Müdigkeit. Das Opossum versuchte jedoch immer noch, sich am Baumstamm festzuhalten, um nicht ins kalte Wasser zu fallen. Doch es schien, als könne seine Kraft nicht mehr lange standhalten. Gerade als sich die trüben Augen allmählich schlossen, zerriss das Geräusch eines Motors aus der Ferne die Stille des Flusses. Ein junger Mann, der ein Kanu steuerte, kam zufällig vorbei. Zuerst dachte er, es sei eine kleine Maus oder nur ein unbedeutendes Stück morsches Holz. Doch als er näher kam, erschrak er, als er ein kleines Opossum auf dem Baumstamm sitzen sah, durchnässt und zitternd vor Erschöpfung. Ohne zu zögern stellte der junge Mann schnell den Motor ab, streckte die Hand aus, um den Baumstamm zu erreichen und ihn auf das Boot zu ziehen. Das arme Opossum kauerte in der Kälte, aber seine Augen leuchteten, als würde es ihn um Hilfe anflehen. Sorge und Mitgefühl waren auf dem Gesicht des jungen Mannes deutlich zu erkennen, als er das kleine, zitternde Tier vor sich ansah. Ohne zu zögern ruderte er sofort mit dem Boot nach Hause und nahm das allmählich müde werdende Opossum mit. Als er nach Hause kam, nahm er ein trockenes Handtuch und trocknete sanft das schlaffe Fell. Obwohl sein ganzer Körper zitterte, wehrte sich das Opossum nicht und hielt die Augen halb geschlossen, als wüsste es, dass es in Sicherheit war. Er bereitete weiterhin eine Schüssel mit warmem Wasser vor und badete es sanft. Überraschenderweise hatte das Tier keine Angst und leistete auch keinen Widerstand, sondern kooperierte gehorsam, als ob es verstanden hätte, dass dies die Person war, die es gerettet hatte. Nachdem er es gereinigt und getrocknet hatte, legte er es in die Mitte einer warmen Decke und schaltete die Heizung ein, um es aufzuwärmen. Nach und nach machte sich das warme Gefühl breit, das kleine Opossum kuschelte sich in die Decke, streckte sich leicht und fiel in einen tiefen Schlaf. Von diesem Tag an wurde es ein Mitglied der Familie des jungen Mannes, das wie ein Haustier geliebt und umsorgt wurde. Alle im Haus waren von seiner Niedlichkeit begeistert. Sie verbringen ihre Zeit oft mit Spielen, kümmern sich um jede Mahlzeit und zeigen ihre Mahlzeit jedes Mal, wenn Gäste vorbeikommen. Jetzt lebt das Opossum ein neues Leben voller Wärme und Freude in den Armen der Menschen, die sich um es gekümmert haben. Vielleicht hat diese unerwartete Begegnung im Wasser nicht nur das Schicksal des kleinen Tieres verändert, sondern auch dem Leben des jungen Mannes mehr Bedeutung verliehen. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Geschichte zu lesen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen.